Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute weiterspielen bei Path of Exile. Ja, würde ich sagen, legen wir einfach los und viel Spaß dabei. Sehr gut. Ja, das passiert. Was ist jetzt eigentlich unser Ziel hier beim Rumrennen? Ach so, du hast jetzt am Anfang gar nicht mit Nessa gesprochen. Nein. Das ändern wir gleich. Hier kommt dann bald ein Wegpunkt. Oh, hier unten sind besondere Gegner. Oh. Siehst du das blau leuchtende? Wer ist er denn? Das ist ein Harbinger. Das ist genau die Liga, die im Moment stattfindet. Also das Besondere. Oh, Scheiße. Das Besondere, was gerade hier so passiert. Ziel ist es einfach, die blauen Monster kaputt zu hauen. Auf diesen Haupttypi einfach gar nicht achten, denen kann man keinen Schaden machen. Ach so. Sondern einfach die Monster daneben kaputt hauen. Ach du Schande. Hört es auch irgendwann auf? Ja. Wenn wir genug davon getötet haben, wie jetzt, Okay. ist der tot und Scherben? können alles einsammeln. Du kannst mal dieses mittlere Mana-Fläschchen nehmen Zick. und direkt mal ausrüsten, weil das ist jetzt eine gute Verbesserung. Oder du hast automatisch schon ausgerüstet, das weiß ich. Ja, aber es hat keine Füllung. Okay. Alle deine Heiltränke oder Mana-Tränke oder andere Tränke, die dann auch noch kommen, füllen sich wieder auf, wenn du Monster tötest. Okay. Also nicht automatisch über Zeit, sondern du musst irgendwas töten. Na dann los. Oder- Zack, 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 zack. Oder wenn du in eine Stadt reist, werden deine Tränke auch automatisch aufgefüllt. Okay. Es gibt dann noch eine Portalrolle, womit man zur Stadt zurückreisen kann. Okay. Werden wir hoffentlich bald finden. Und damit kann man dann direkt in die Stadt zurückkehren. Muss nicht einen Wegpunkt suchen oder ähnliches. Okay. Oh, ist eine Möwe. Unauffällig folgen zu Ja. einem Wegpunkt. Wegpunkt. In der ganzen Welt sind Wegpunkte verteilt. Wenn du draufklickst, öffnet sich so eine tolle kleine Karte. Hm. Da ist jetzt noch nicht so viel los, weil wir noch nicht so weit sind. Hm. Wir haben jetzt bloß die Auswahl, eben in Löwes Auge Wacht zurückzukehren und das machen wir jetzt auch. Ah, ja. Und du hast noch nicht mit dieser jungen Dame hier links gesprochen. Genau, auch nicht mit dem Typen daneben. Ja, das kannst du einfach mal tun. Da kriegst du immer deine Quests. Gut, ich Und- lese natürlich. Nicht. Ja. Einfach klick, 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 gib mir meine Quest. So, Ich will weiter. Ist hier auf Wiedersehen einfach? Oder was will ich jetzt hier machen? Es gibt bestimmte Charaktere in einer Stadt, denen kannst du Gegenstände verkaufen oder Gegenstände von ihnen kaufen. Gegenstände kaufen macht bedingt Sinn. Wenn du irgendwas ganz dringend brauchst, kannst du das von diesen Händlern kaufen. Hm. Oder eine Aufwertung deines Heiltranks oder irgendwas Bestimmtes, was du gerade brauchst, das kannst du von denen dann kaufen. Mhm. Und wenn dein Inventar voll ist, was irgendwann mal unweigerlich passieren wird, Ja. dann kannst du überflüssige Gegenstände einfach an diesen Händler verkaufen und kriegst dafür diese Schriftrollen der Weisheit oder Teile davon. Okay. Ja. Also jetzt sollen wir ja mit ihm hier reden. Bestel. Ich lese natürlich auch alles. So, was ist denn unter Einführung? Dann kommen dann Namen. Genau. Du kannst mit jedem Charakter nochmal über bestimmte Sachen sprechen. Sprich, wenn dich die Geschichte brennend interessiert, könntest du bei Bestel jetzt auf Nessa klicken und dann erzählt er dir was über Nessa. Ja, habe ich mir durchgelesen gerade. Ja, natürlich. Oder über Tali oder die Ertrunkenen. Aber man muss es nicht machen. Muss man eigentlich gar nicht. Also diejenigen, die sich brennend für die Geschichte von Path of Exile interessieren, die können das gerne tun. Es gibt auch auf YouTube sehr viele Videos, die Story von Path of Exile umschweifend erklären, die wirklich auf jedes Detail eingehen. Mhm. Also wer sich in der Story verlieren will, kann das auf jeden Fall tun. Okay.
Dann haben wir jetzt die Gnadenmission, oder ist das jetzt einfach, Ja, ist es jetzt der Questname Gnadenmission, oder ist es einfach... Ja, genau. Der Questname ist Gnadenmission und darunter steht auch, was wir da zu tun haben, und zwar reist nach die Gezeiteninsel und findet die Medizintruhe. Genau. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, außer du schaust mal kurz in dein Inventar, ist das ziemlich voll oder nicht? Oder Ja, hast du schon gekauft? ich habe halt auch Bögen, die ich ja nicht brauche, ne? Nee, Bögen brauchst du gar nicht. Ich brauche auch keinen Bogen, von daher. Ich habe ein Zepter. Zepter sind gut. Ist im Prinzip ähnlich wie ein Zauberstab. Hat aber auch die Voraussetzung, dass du auch einen bestimmten Wert an Stärke brauchst, um so ein Zepter benutzen zu können. Okay. Brauchst du denn zufälligerweise einen Kriegsbeil? Ja, das könnte ich mir mal angucken. Da kommen wir jetzt mal zum Handeln. Ja, ich gebe denen jetzt erstmal meine Bögen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. So, wie gebe ich dir denn mein Kriegsbeil? Genau. Du hast links die Charakterauswahl, mit denen du gerade in einer Party bist, also in einer Gruppe. Wenn du da jetzt mal Rechtsklick auf mein Bildchen da machst. Ups, warte mal. Einfach im ganz normalen Bild hast du links ein Bildchen von mir, wo Schnarfson steht. Ja. Da Rechtsklick drauf und dann Handeln. Handel. Warte darauf, dass der Spieler die Handelsanfrage annimmt. Mache ich jetzt. Und dann öffnet sich das Handelsfenster. Bei dir ist es jetzt, dass du unten die Gegenstände reinlegst, die du mir geben möchtest. Ja. Und du müsstest jetzt sehen, dass ich einen Gegenstand da reinlege. Ein Schild. Genau. Damit der Handel jetzt stattfinden kann, muss man immer mit der Maus über den Gegenstand des anderen fahren. Ist sozusagen die Absicherung, dass man gesehen hat, was man bekommt für das, was man gerade anbietet. Sprich, nur so kann der Handel überhaupt stattfinden. Okay. Also ich bin jetzt mit der Maus über dein Beil gegangen. Du bist wahrscheinlich, ja, habe ich schon gesehen, mit der Maus über mein Schild gegangen. Ja. Und wenn wir jetzt beide auf Annehmen klicken, tauschen wir die Gegenstände. Gut, wo lang müssen wir denn jetzt? Wir gehen wieder zum Wegpunkt und gehen wieder dahin, wo wir aufgehört hatten. Die Küste. Genau. Da sind wir. Genau. Und jetzt quasi hier lang. Ja. Kommen wir zur Gezeiteninsel. Aha. Ta. Ist auch auf einmal ein Tag. Wir reisen in der Zeit. Genau. Und hier hat sich ein böser Bube versteckt, der der Stadt eine Medizinkiste gestohlen hat. Und die holen wir jetzt zurück. Okay. Klingt ja nach einer ehrenvollen Aufgabe. Da können wir ja nicht auf uns sitzen lassen, sowas. Nee. Vorspaß das. Das wäre... Geht nicht. So. Da hängt einer. Sehr schön. So. Ich klicke mal auf den... Ups. Ein Lederkäppchen. Umwickelte Scherbe. Stiefel und nochmal der gleiche Zauberstab. Eieieiei. Verwitterte Schnitzarbeit. Kannst du mir die verrostete Klinge nochmal auf den Boden werfen? Das ist übrigens auch eine Möglichkeit zu handeln, wenn man in einer Gruppe ist. Sprich, du gehst ins Inventar, klickst den Gegenstand mit Linksklick an und ziehst ihn einfach in die Welt hinein und lässt ihn fallen. Düpp. Genau. Dann nehme ich mir das und schau mal, ob mir das was bringt. Du nimmst mir nur Sachen weg. Tut's nicht, von daher kann's behalten. Mein Zepter. Siehst du, ich habe jetzt hier ein Zepter ja bekommen. Aber da sind 2 rote Sockel drin, ne? Ja. Ich habe ja nur blaue Steine. Ja, genau. An den Farben der Steine sieht man übrigens auch, auf welche der 3 Hauptattribute die hinabzielen. Sprich, blaue Edelsteine sind Intelligenz-Edelsteine. Okay. Und Waffen, die vor allem Stärke benötigen,
haben auch meistens rote Sockel drin. Von daher haben Zauberstäbe ganz oft blaue Sockel, meine Zweihandwaffen ganz oft rote Sockel und Bögen ganz oft grüne Sockel. So ganz grob erklärt. Okay. Ich glaube, ich bin schon wieder gelevelt. Ja, und ich habe keinen Mana mehr. Ganz toll. Hast du kein Fläschchen? Ich habe nur ein kleines Fläschchen. Du hast bisher alles genommen. Oh. Nee, ist kein Vorwurf. Ja. Aber jetzt habe ich wieder volles Mana. Alles gut. Okay. Hier ist wieder eine Klingel for you. Ah, nee, die ist blöd. So, warte mal, jetzt gehe ich mal hier wieder in mein Bäumchen. Ich beschütze dich mal dabei. Nehmen wir mal diesen. Anwenden und raus. Gut. So, hier bist du jetzt dran vorbeigelaufen. Diese Sachen sind auch ganz, ganz wichtig. Das sind alles, ja, wie nennt sich das denn im Allgemeinen? Sphären oder ähnliches. Also du wirst dann noch andere Sachen finden, die dann so heißen. Das sind Gegenstände, die quasi die Währung im Spiel ersetzen. Es gibt so verschiedene von den Sachen, werden wir alles noch sehen. Und jeder verändert oder verbessert die Gegenstände in irgendeiner Art und Weise. Sprich, du kannst die Gegenstände, also diesen Platten, ich weiß jetzt nicht, wie das genau hieß, was du da gesammelt hast. Plattnerschrott. Plattnerschrott, genau. Damit könntest du zum Beispiel eine Rüstung aufwerten. Aber es macht ja mehr Sinn, später das zu machen, oder? Ja, definitiv. Also am Anfang empfiehlt es sich, alle von diesen kleinen Gegenständen, von diesen Orbs oder Sphären, wie die auf Deutsch heißen, einfach zu sammeln, ins Inventar zu legen, werden später wesentlich wertvoller. Okay. Oh. Du. Nichts, der droppt. So, der ist ja ein bisschen schnell hier. Sehr schön. Der ist schön langsam. Zack, 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 zack. So. Ups. Okay. So, wollt schon wieder eine Möwe angreifen? Das ist jetzt ein etwas schwerer Gegner. Wie heißt der? Hacklark. Hacklark, ja. Zack, zack, zack. Wow. Das ist der böse Bube. Da musst du jetzt gleich aufpassen. Der macht gleich sein Frostdingens. Hat er auf mich gemacht. Naja, ist ja zum Glück relativ langsam, so dass man noch abhauen kann. Oh, jetzt hat er mich natürlich getroffen. Sehr gut. Jetzt, wo ich es noch sagte. Och Mensch, jetzt hier. Nein. Vorsicht, lauf ein bisschen weg. Lauf weg. Bin eine Zeit lang. Ja, stimmt. Trank wäre natürlich ganz clever. Wir haben ihn gleich. Kein Problem. Easy peasy. Da. Medizintruhe, ich hab sie. Dann nehme ich alles andere. Nicht schlecht. Voll viel Zeug. Kannst du es nicht nehmen, den Rest? Doch. Ach so, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil du sagtest, du nimmst die Medizintruhe und bei mir lag sie noch da. Questgegenstände muss jeder einzeln einsammeln. Ich gerade selber vergessen. Was ist mit dem Zeug, was hier noch liegt? Willst du es mitnehmen? Ich nehme mal diese Haube noch. Diese weißen Gegenstände kann man nach und nach vernachlässigen, weil die sind irgendwann nicht mehr so gut. Ich kann dir auf jeden Fall mal was geben, und zwar das hier. Panzerweste. Du hast ein bisschen zu viel im Inventar. Oh, Kettenpanzerweste habe ich nicht identifiziert. Genau. Jetzt kommen wir zu dem, was dieses Spiel ein bisschen ausmacht, die Gegenstände. Du hast erstmal hier, ich nehme mal hier so einen weißen Gegenstand. Ja. Dann die nächste Stufe wäre so ein blauer Gegenstand. Und danach gibt es gelbe Gegenstände.
Also die weißen sind die ganz einfachen, ganz normalen Gegenstände. Okay. Darüber sind die blauen Gegenstände, die magischen, die haben 1 bis 2 zusätzliche Attribute. Die befinden sich im unteren Bereich, wenn man mit der Maus drüber fährt. Und so ein gelber Gegenstand ist für uns jetzt erstmal das erstrebenswerteste, hat bis zu 6 von diesen zusätzlichen Fähigkeiten. Okay. Es gibt dann noch eine Stufe, das sind die einzigartigen Gegenstände. Die wären dann rot oder so bräunlich rot. Okay. Die sind aber wirklich sehr selten. Mal schauen, ob wir irgendeins davon finden. Okay. Ich habe hier noch Sphäre der Alchemie. Das ist auch eines von diesen Gegenständen, die man auf andere Gegenstände benutzen kann. Die Sphäre der Alchemie ist, glaube ich, einen normalen Gegenstand auf einen seltenen hochwerten. Genau, also damit kannst du sozusagen aus einem weißen Gegenstand einen gelben Gegenstand machen. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe ja jetzt noch einen Edelstein übrig, den Feuerball. Kann ich den in meinen Helm reintun oder macht das keinen Sinn? Kannst du machen. Eine Attacke. Kannst du machen und dann kannst du den sogar noch nebenbei benutzen. Ach so. Sehr schön. Dieses Amulett ist für dich gut. Sollst du auch ausrüsten. Habe ich es jetzt genommen eigentlich? Hast du ja. Wahrscheinlich automatisch ausgerüstet. Ah ja. Sehr schön. Wum, wum, wum. Da, jetzt haben wir eine Schriftrolle des Portals da liegen. Die nehme ich einfach mal. Warte, ich gebe sie dir. Nimm du die mal auf. Habe ich. Geh ins Inventar und mach einfach mal Rechtsklick darauf. Oh. Genau, dann öffnet sich ein Portal in die jeweilige Stadt des Bereiches. Ist bei uns Löwenauges Wacht. Ja. Und da kannst du einfach draufklicken. Klick. Oh. Und schon sind wir in der Stadt. Aha. Das Portal bleibt nicht die ganze Zeit da. Ist, glaube ich, je nachdem, von welcher Zone du es ausbenutzt, hält es 8 oder 15 Minuten. Ah, okay. Oh. So für kurz rein, raus, Gegenstände verkaufen, bietet sich das immer an. Ah, okay. Du hast jetzt wahrscheinlich auch eine Auswahl von einer Belohnung. Richtig. Und zwar hast du ein mittleres Lebensfläschchen, Richtig. ein mittleres Mana-Fläschchen Ja. und ein Quecksilberfläschchen. Ja. Es ist sehr empfehlenswert, dass du das Quecksilberfläschchen nimmst. Was macht das? Kannst du ja mal vorlesen, was da steht. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Genau. Und das ist wirklich ein elementarer Punkt in diesen Spielen. Je schneller du dich bewegst, umso schneller gehst du durch den Content durch. Sprich, du kommst schneller zu stärkeren Gegnern, kannst auch mal abhauen vor irgendeinem Gegner. Also Bewegungsgeschwindigkeit ist immer sehr wertvoll. Okay. Daher habe ich das jetzt auch benutzt, mir geholt. Und ja, im Prinzip kannst du jetzt nochmal mit allen Leuten reden, wo ein Ausrufezeichen drüber ist, so dass du zur nächsten Quest kommst. Eieiei. Auf Wiedersehen.